Noch schnell zum Zahnarzt, die Kauleiste checken lassen. Danach bin ich in diese Kiste gestiegen, während mich das Huhn auf der linken Seite beobachtet hat. Fiel mir ein, so reise ich gar nicht. Ich reise mit Auto. Das war allerdings noch viel zu schwer. Danach habe ich mir ein kleines Döschen gebaut, denn ich nehme Eicheln mit, wie ihr wisst. Die werde ich irgendwo einpflanzen, in Nepal, genau. Ein letzter Ölwechsel, ein letzter Check, Motorraum, alles überprüfen, aber sieht gut aus, da mache ich wieder zu. Danach Sandbleche installieren, letzte Abschmierungen, ein Reserverad nehme ich natürlich auch mit. Ich werde es hoffentlich nicht brauchen. Ja, Luft aufpumpen, Reifendruck prüfen, alles pipapo. Noch ein paar Brettersägen für, genau dafür. Wisst ihr, was das ist? Coole Sache, ich bin fertig. Eins fiel mir noch ein, ich pflanzte kurz vor Abfahrt noch Dieters Eiche ein, denn der war viel zu eng im Blumentopf. Die war viel zu groß mittlerweile, also habe ich sie bei uns auf dem Hof eingepflanzt. Hier steht sie nun sicher und behütet. Möge sie 1000 Jahre alt werden, so wie diese hier in Potsdam. Ja, ich lege schon mal den Gang ein, denn das hier, das ist ein denkwürdiger Augenblick. Wir haben Oktober 2024. Ich setze zurück, es geht los. Wir fahren diesmal nach Afrika und nicht nur einfach nach Afrika, nach Marokko, nein, wir fahren bis nach Südafrika. Die komplette Westküste soll es runtergehen, durch all die Länder, die keiner von uns auf dem Schirm hat, die keiner von uns kennt. Erste Zwischenetappe soll Togo sein. In Togo kenne ich jemanden, den Philipp, und der ist dorthin ausgewandert. Der hat dort einen Permakultur-Bauernhof sozusagen mitten im Dschungel und den will ich besuchen. Bin gespannt, was da so los ist. Vielleicht bleibe ich auch dort eine Weile. Wir werden sehen. Meine Reise beginnt in Karlshagen auf der Insel Usedom, der zweitgrößten Insel Deutschlands. Hier bin ich als kleines Kind mal gewesen und ich wollte sehen, ob ich irgendwas von damals wiedererkenne. Von Usedom fahre ich nach Frankreich. An einem Baum entdeckte ich diesen magischen Pilz. Ich habe ihn gegessen und danach war irgendwie alles anders. Die Welt, wie ich sie kannte, war nicht mehr wiederzuerkennen. Von Frankreich fahre ich nach Spanien und da entdecke ich durch Zufall diese krasse Burg. Wer kennt diese Burg aus Film und Fernsehen? Game of Thrones Fans ist diese Burg wohl bekannt. Die Burg von Safra. Es ist eine Burg aus dem 12. Jahrhundert in Spanien. Sie wurde im 12. oder 13. Jahrhundert auf einem Sandsteinfelsen in der Sierra de Caldereros erbaut und steht an der Stelle einer ehemaligen westgotischen und maurischen Festung, die 1129 in christliche Hände fiel. Als praktisch uneinnehmbarer Verteidigungsanlage an der Grenze zwischen christlichem und muslimischem Gebiet hatte sie erhebliche strategische Bedeutung. Diese Festung wurde nie erobert und im 13. Jahrhundert erfolgreich gegen den König von Kastilien verteidigt. Mit dem Abschluss der Reconquista am Ende des 15. Jahrhunderts endete die militärische Bedeutung. Obwohl sie in den folgenden Jahrhunderten verfiel, wurde sie seit 1971 von ihren privaten Eigentümern schrittweise restauriert. Sie kann mit Genehmigung der Eigentümer besichtigt werden. Man findet die Burg auf einer Höhe von 1400 Metern. Die Umgebung ist karg und zerklüftet und doch ist diese Region schon seit sehr, sehr langer Zeit von Menschen besiedelt. Älteste archäologische Funde gehen bis in die Steinzeit zurück. Für die 6. Staffel der Fantasy-Fernsehserie Game of Thrones diente Safra Castle als Drehort. Wenn mich nicht alles täuscht, wurde Jon Snow hier geboren. Von Aragorn und Safra Castle geht es direkt zum Felsen von Gibraltar, zur Straße von Gibraltar, und hier zeigt sich dieser wunderschöne Felsen nochmal von seiner schönsten, allerschönsten, wolkenbehangenen Seite. Was für ein Schauspiel, oder? Wir verbringen noch 2-3 Tage am Strand, genießen die Sonne, genießen die letzten Momente in Europa. Danach fahren wir zur Fähre. Wir warten ein bisschen, dann geht es auf die Fähre und schon sind wir auf dem Schiff Richtung Afrika unterwegs. Geschafft. Wir sind in Afrika angelangt. Unser erstes Camp schlagen wir am Fuße der legendären Stadt Chefchaouen auf. Wir sind in Afrika. Es ist kalt heute. Nachdem der Regen vorbei ist, begeben wir uns in das Getümmel der Stadt.
Wir fahren weiter Richtung Atlasgebirge, als es plötzlich zu dieser Situation hier kommt. Der LKW war so schief, so schräg und ich dachte eigentlich jeden Moment, dass das Ding kippt. Allerdings musste ich vorbei. Was soll ich machen? Also habe ich es riskiert. Alright, das war knapp. Wir fahren weiter Richtung Atlasgebirge. Es geht immer höher hinauf und irgendwann liegt Schnee. Alles ist kalt, meine Füße werden nass, die Esel finden nichts mehr zu fressen. So war das nicht gedacht. Meine Ohren sind eisekalt. Das mache ich nicht lange mit. Ich hau einfach wieder ab da. Hier vermischen sich weiße Wolken mit schneebedeckten Bergen. Schaut genau hin. Was für ein toller Kontrast, oder? Wir fahren weiter und entdecken durch Zufall mitten in der Wüste eine Oase. Eine grüne Insel inmitten von endlosem Sand und Geröll. Unter hochgewachsenen Palmen lassen wir uns nieder. Jeder von uns sucht sich ein Plätzchen, sucht sich eine eigene kleine Palme aus und wir werden hier ganz sicher ein paar Tage verbringen und die Seele baumeln lassen. Es gibt sogar einen Brunnen und wir staunen nicht schlecht, als wir entdecken, dass es sogar Wasser in diesem Brunnen gibt. Endlich bekamen meine Füße mal wieder ein ordentliches Fußbad. Auch das Reisen kann sehr anstrengend sein. Umso wichtiger ist es, ab und zu mal die Seele baumeln zu lassen und den ganzen Tag in der Hängematte abzulachsen, wie ich hier. Da ist unser Camp. Da übernachten wir, unsere kleine Oase. Die einzigen Bäume, die einzigen Palmen, weit und breit. Ich bin auf einen Berg gestiegen, weit über dieser Ebene und habe das hier entdeckt. Schaut mal, das sind wie so... Wer weiß, was das gewesen ist? Und da ist ein etwas Größeres. Da passen 2 Leute hin. Hier etwas Kleinwüchsiges. Ich meine, ist das merkwürdig, oder? Was war das mal? Waren das Gräber? Sind das Gräber gewesen? Was denkst du? Könnt ihr das sehen hier? Das sind versteinerte Schnecken, kleinste Tiere aus der Urzeit. Denn das hier war mal ein riesiges prähistorisches Meer. Und hier gibt es unzählige Ablagerungen, Versteinerungen, fossile Funde. Ja, also ein Eldorado für Steinesammler und Fossiliensammler natürlich, denn hier liegt alles voll davon. So, ich werde es nicht mit nach Hause nehmen, ich werde es hier lassen. Ja, lasst die Sachen da, wo sie liegen, da gehören sie hin. Das sind nur Staubfänger, lasst sie einfach da. Bewundert sie, habt Freude daran, staunt, wie das möglich ist, was so geht, ne? Wie alt das ist, hunderte Millionen von Jahren alt. In der Nähe der Oase befindet sich dieser gigantische Krater. Wir fahren hin und schauen uns das Teil aus der Nähe an. Der Gara-Medoua-Krater in Marokko ist Ziel für Abenteuertouristen und Fotografen. Im Laufe der Geschichte hatte dieser Krater verschiedene Funktionen. Man sagt beispielsweise, dass er als Sklavengefängnis gedient haben soll oder als Karawanenlagerplatz, als Versteck für Handelsleute. Allerdings diente er auch als Wehranlage und Militärstützpunkt. In der Neuzeit wurde das Ding für verschiedene Filme verwendet, wie zum Beispiel die Mumie oder James Bond Spectre. Ich bin da jedenfalls mal hochgekraxelt und habe mir das Teil aus nächster Nähe angesehen. Aber schaut selbst. Die letzten Selfies, die letzten Knallerfotos werden hier geschossen. Danach werden wir diese faszinierenden Mauern wieder verlassen. Wir ziehen weiter ins Landesinnere. Im nächsten Video erfährst du, was es mit diesem Vogel hier auf sich hat, wofür ich hier unterschrieben habe, wofür dieser magische Schlüssel passt, was das für ein Gerät hier ist und wie es funktioniert, was wir mit diesen 2 Typen hier gemacht haben, warum der Totti unterm Auto liegt und flucht, Scheiße, was mit meinem Auto los ist, was die hier klatschen und warum diese krassen, riesigen Granitsteine blau angemalt sind. Also schalte wieder ein, bleib dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.